Willkommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam für einen Moment die Zeit anhalten. Wir reisen heute weit zurück an die Christen des alten Griechenlands, wo die Legenden der Götter und Helden noch lebendig sind. Während die Welt um uns herum ganz leise wird, tauchen wir ein in eine Geschichte, die schon seit Jahrtausenden die Herzen berührt. Genieße die Ruhe und komm mit auf diese Reise. Bevor die Welt der Menschen begann, herrschte eine eisige Stille über der Erde. Die Götter thronten in grenzenlosem Licht auf dem Olymp, während die sterblichen Wesen im Schlamm und in der Dunkelheit der Höhlen dahin vegetierten. Sie waren schwach, nackt und den Launen der Natur schutzlos ausgeliefert. Doch einer unter den Unsterblichen sah ihr Leiden mit anderen Augen. Sein Name war Prometheus, der Vorausblickende. Er war kein Gott des Olymps, sondern ein Titan, ein Überbleibsel einer älteren, gewaltigeren Ära. Während Zeus, der Herrscher der Götter, die Menschen nur als unbedeutende Diener betrachtete, erkannte Prometheus in ihnen ein Potenzial, das die Götter fürchteten, den Funken des Verstandes. Zeus hatte den Menschen das Feuer verweigert. Er wusste, dass Licht auch Macht bedeutete. Ohne Feuer blieben die Menschen abhängig, gefangen in einer ewigen Nacht der Ignoranz. Doch Prometheus entschied sich für den Verrat an den Göttern, um die Menschheit zu retten. Er stieg heimlich zum Olymp auf, näherte sich dem glühenden Wagen des Sonnengottes Helios und fing einen einzigen, winzigen Funken in einem hohlen Markstängel ein. Diesen Funken brachte er hinab auf die Erde. In jener Nacht änderte sich alles. Das erste Feuer flackerte in den dunklen Höhlen auf. Die Wärme vertrieb die Bestien der Nacht und das Licht vertrieb die Furcht. Mit dem Feuer schenkte Prometheus den Menschen nicht nur Wärme, sondern die Zivilisation. Er lehrte sie das Schmieden von Werkzeugen, die Kunst der Heilung, die Architektur und das Lesen der Sterne. Er gab ihnen die Wissenschaft und damit gab er ihnen die Freiheit. Doch vom Gipfel des Olymps aus sah Zeus den aufsteigenden Rauch. Sein Zorn war grenzenlos. Ein sterbliches Wesen, das sich aus eigener Kraft erhebt, war für ihn eine Bedrohung der göttlichen Ordnung. Zeus beschloss, an Prometheus ein Exempel zu statuieren, das bis in die Ewigkeit nachhallen sollte. Er ließ den Titanen von seinen Dienern, der Macht und der Gewalt, an die schroffen Felsen des Kaukasusgebirges schmieden. Es gab kein Entrinnen. Die Ketten waren aus unzerstörbarem Stahl, gefertigt vom Gott Hephaistos. Dort, zwischen Himmel und Erde, begann die grausame Strafe. Jeden Tag sandte Zeus einen gewaltigen Adler hinab. Mit scharfen Krallen und einem krummen Schnabel riss der Vogel den Körper des Titanen auf und fraß von seiner Leber. Da Prometheus unsterblich war, regenerierte sich sein Körper in jeder Nacht. Die Wunden schlossen sich, die Leber wuchs nach, nur damit die Qual am nächsten Morgen von neuem beginnen konnte. Über Jahrhunderte hinweg ertrug Prometheus diese Folter in der brennenden Sonne und der eisigen Kälte des Gebirges, ohne jemals seine Tat zu bereuen oder vor Zeus zu knien. Prometheus wurde zum ersten Märtyrer der Geschichte. Er litt für ein Wissen, das wir heute als selbstverständlich betrachten. Sein Schicksal stellt uns bis heute eine fundamentale Frage: Welchen Preis sind wir bereit, für unseren Fortschritt zu zahlen? Jede Entdeckung, jedes Licht, das wir entzünden, birgt die Gefahr, den Zorn der Mächte herauszufordern, die wir nicht kontrollieren können. Doch trotz der Qualen am Felsen blieb Prometheus der Sieger.
Denn das Feuer, das er einst entzündete, brennt noch heute in jedem Gedanken, jeder Erfindung und jedem Funken menschlichen Mutes. Er gab uns nicht nur das Licht, er lehrte uns, niemals den Kopf vor der Dunkelheit zu beugen. Legenden sterben nie. Sie finden nur einen neuen Platz in unseren Gedanken. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, begleite mich auch bei der nächsten Geschichte. Hab eine gute Zeit und finde deine Ruhe.